Hi guys, it's me. I will show you today quite a lot of projects here, but at the end of the day, it has only one reason and meaning I'm doing that is to use some leftovers up. And I need some cards. I'm running low on cards, so I will use this opportunity and make some cards for my Spare Box. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein Projekt zeigen, wo ich hauptsächlich versuche, meine Überbleibsel zu verbrauchen. Und da ich Karten brauche, ich habe kaum noch Karten für mich selber, habe ich gedacht, mache ich das mal jetzt. Ich habe hier die Karten, die auf die Umschläge gehen, alle mit Model in Paste durch einen Stencil, durch eine Schablone verschönert. Und das ist so mein Ausgangspunkt. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, was ich mache, aber das ist so jetzt erstmal ein guter Ausgangspunkt. Das ist immer ganz gut, wenn man erstmal was draufkriegt. Und das sind alles so meine Reste und Überbleibsel, die ich so habe in meinen Kistchen hier. Und da gehe ich jetzt durch und da hole ich mir jetzt alles so raus, was ich als vielversprechend ansehe. Ob ich das nur benutze hinterher oder nicht. Ich finde es vielversprechend. Ich werde jetzt natürlich die Karten auch nicht vollpacken, wie blöd. You know, this one was my leftover box, and first of all, of course, I put model and paste through a stencil of all the cards. It's the basic cards I will put on the cards later. But that's my starting point. This modeling paste through a stencil, and I went through my leftover box and grabbed stuff, just what looked interesting to me and promising, but we'll see if it will be. So, of course, I'm using with my color media, if it's here this watercolor or whatever it is, because I want to have a tiny bit of color down here. And I start, it's a bit forth and back what I'm doing here. So at the end of the video, you will see a close-up from all of the cards. So, and but with this one, that's the Nautilus in the background. I stenciled and I stressed out the middle one with a bit of paint and frame it. And this frame is kept by this little thread, whatever. So, and I think the only thing I add here is some text or words. Yeah, some words, nothing else. That I glue it a bit down and put some weight on it, and that is set aside for drying. So this is the next one. I have some crackle here through a stencil, and I started with a vintage photo here with the distress ink, put it on the craft mat and go on working, and that will be a vintage piece. And I grab everything what looks halfway vintage hier in my leftovers. So, ich habe ja gesehen, das erste war die Nautilus. Also ich habe schon gesagt, ich werde hier so immer so ein bisschen hin und her gehen, gerade wie Trocknungszeit ist, gehe ich halt natürlich zu der nächsten Karte, aber am Ende werdet ihr alle Karten sehen und was draus geworden ist. Bei der ersten mit der Nautilus habt ihr gesehen, da habe ich so ein kleines Rähmchen drum gemacht und das wird gehalten von so kleinen, ja, von so einem kleinen Faden, nicht direkt Faden, aber so ein, wie sagt man denn dazu, Kordel, nennen wir es mal Kordel. Das habe ich jetzt zur Seite gesetzt zum Trocknen. Da kommt nur noch Wörter drauf und dann ist das fertig. So hier bei dem hier mit dem Crackle Paste drauf. Nicht Crackle Paste, mit diesem Krakeliermuster, gecrackten oder Rissmuster, sagen wir es mal so. Hatte ich dann mit dem Vintage-Foto angefangen. Das hatte ich auf meine Kraftmatte gepackt und dann eben aufgenommen mit Wasser. Und da habe ich gedacht, da bleibe ich in dem Thema. Und habe alles rausgesucht aus meinem Karton da, was so vintagey aussah. Vor allem jetzt Foto, das ist so ein Tim Holz Foto, das ich auseinandergeschnitten habe. Und Hintergrund hatte ich halt dieses embosste Papier, das war schon mit dem Vintage-Foto. Dann halt noch ein bisschen von dem Pergamentpapier, das war, glaube ich, eine Teeverpackung, das war innen drin. Ja, Zeugs wie das. Und jetzt diesen kleinen Chit-and-Chat
Wörter noch und das war es dann auch schon. Das ist, glaube ich, Friends. Ja, Friends. Das klebe ich drauf und ich werde die meisten matte ich hier auf diesem handgeschöpften Aquarellpapier und packe die dann auf Karte. Hier, das ist eine weiße, aber die anderen werde ich alle, glaube ich, auf Kraftkarte packen. Finde ich einfach immer schöner, weiß ich auch nicht. So mit dem Weiß, das ist so nichts, ist nicht so meins, muss ich sagen. So, wie ich gesagt habe, da kommen jetzt nur noch die Wörter drauf und dann war es das auch. So the first one is completely finished. That one with the friends, the vintage one, and I think that's the only one I put on white card because all the others are on craft card because I'm not into this white card. I don't know why. I'm not into them. It's so much nicer with the craft card, and here I use the 3D pad to give that a bit of dimension. So, and this is for the top right. You can't see it yet, but on the top right I will use this. This is this vellum that was in a tea box. The tea was protected with that, and I quite like the stripes on it, and I now fold it and put it on just to have something that the black is not just on this white background, but then I thought a bit of color in the background, but I didn't want to have it too colorful, so I started with black, diluted it down quite a lot, that it's more gray than black. But then it was so sad. At the end of the day, this card looks a bit like a sympathy card, but that's okay. You need cards like that as well. But I couldn't resist adding a tiny bit of color. Wie ihr gesehen habt bei dieser Karte hier, eigentlich wollte ich da gar nicht viel Farbe drauf packen. Aber eigentlich, um das Muster hinten ein bisschen mehr rauszubringen, habe ich dann für Schwarz sehr verdünnt, sodass es eher grau ist. Aber ich konnte mich dann doch nicht durchringen, keine Farbe drauf zu machen. Also noch ein bisschen Gelb dazu. Und dieses Velumartige Zeugs, das ist aus einer Teepackung. Fand ich eigentlich ganz hübsch mit diesen grauen Streifen drauf. Und irgendwie ist das mit dem schwarzen, ausgestanzten Teil irgendwie netter. Das ja, hebt sich mehr ab. So, und dann habe ich hier diesen Metalldraht. Der ist ummantelt mit ein bisschen Plastik. Der lässt sich sehr schön formen. Deswegen benutze ich den ganz gerne in Cardmaking hier. Also wenn ich Karten mache. So, jetzt kommt die Blume noch drauf. Und ich glaube, ja, ich benutze da ein Wort, glaube ich, auch für aus dem Chit-Chat. Genau, ich schneide jetzt erstmal alles ab. Und dann kommt noch ein Wort drauf, aber das war es dann auch schon nicht mehr. Eigentlich nichts Besonderes. Und das ist Silber hier. Das ist, ich habe diese Copics bekommen, geschenkt bekommen von Cindy. Yay! Das sind so Twinkling Copics, die sind total schön. Das war der in Silber. Ich habe gedacht, die probiere ich mal aus. Und habe so eine ganze Reihe davon. Ja. Ja, gut, okay. Weiter hier im Text. Und die ist, glaube ich, dann auch schon fertig. Weiß ich, ob ich das Wort jetzt schon drauf mache oder erst später erst. Okay. Beim nächsten geht es jetzt los mit, das ist dieses Honeycomb-Muster oder Kükendraht oder wie auch immer. Da habe ich dann mit Blau angefangen und da habe ich mir gedacht, oh, Blau, das ist so Meer und so. Ja, da mache ich mal ein Meeresthema draus. Kann ich ja nicht widerstehen im Moment. Irgendwie ist, sobald Frühling anfängt, ist für mich Meer angesagt. Egal, bis zum Ende des Herbstes. Ein bisschen von dem Grün-Blau hier noch drunter und dann hatte ich dann dieses ausgestanzte Teil, habe gesagt, das sieht so aus wie so Schaum und ja, mit den Löchern. Und das ist natürlich rund, wollte ich nicht rund haben, sondern gerade. Das schneide ich mir jetzt einfach so Teile aus. Da habe ich dann noch ein Stück von dem handgeschöpften Papier reingepackt. Das kommt oben drauf. Dann eben diese Kügelchen hier oder diese Kreise und dann das Brot. Und das war es dann eigentlich auch schon. Eben noch ein bisschen mehr, ja, so ein bisschen interessanter aussehen zu lassen und ja, arbeite ich ganz gerne hier auch immer mit dem Hefter. Das sieht immer ganz nett aus.
Und eben du hast schön Kontrast und Textur. You know, when I quite like to work with this attacher, you know, that gives you immediately much more interest and more texture, and yeah, it's and you can put something together without gluing. That the next good thing. That's why I use it. I quite like to use it when I use vellum and stuff like that, you know, or plastic. Plastic sheets. They are always difficult to glue them down that they stay put. It's almost impossible. So, okay, here for dimension again, I use this 3D foam shapes or sheets and glue that down. Gives so much dimension immediately. And this one, I knew I wanted to work with gilding wax. Start with silver, and then I have this alchemy wax here in black. Go over, and I wanted to work it out, the beetle, but didn't work the way I wanted. So I went over completely. Not, you can see a bit of silver in the background, but then started with silver again. But I don't know how often I went over that before I was happy with it. Quite a lot. I think. I'm using black again, but at the end it's only silver on top. Yeah. Ich habe mich hier ein bisschen schwer getan, um die Strukturen daraus zu arbeiten. Ich wollte eigentlich das mit Silber rausarbeiten. Und dann hat es aber irgendwie nicht geklappt, wie ihr gesehen habt. Ja, ich hätte das nur mit den Fingern machen sollen. So, aber jetzt habe ich es, jetzt ist es nur Silber. So soll es dann bleiben. Und dann benutze ich halt für manche Wörter ganz gerne jetzt dieses Ding. Ja, ich weiß nicht, wie es heißt. Das ist eben ein Ding. Damit kann man eben in die Karte hineinstanzen, aber auch gleichzeitig die Buchstaben, die man ausgestanzt hat, benutzen. Das finde ich so genial, das Ding. Am Anfang habe ich gedacht, als ich das gekauft habe, was hast denn dir da wieder für einen Scheiß gekauft? Weißt du, manchmal denkt man, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Und am Anfang, ich habe das wochenlang nicht benutzt, weil ich gedacht habe, boah, das ist aber blöd. Aber mittlerweile liebe ich das Ding. Das ist wirklich toll. Okay, man kann natürlich nicht unendlich weit in das Papier hineinstanzen, aber ich finde es wirklich genial, weil du eben beides nutzen kannst. Und das ist eben hier mein kleiner Silberkäfer. Das kommt quer drüber. Da kommt gar nicht mehr dran. Einfach nur das. Und das finde ich dann schon völlig gelungen. Also so eine typische Männerkarte halt auch. Ist immer schwierig. Vor allen Dingen für einen älteren Mann. So ein 70. Geburtstag oder so. Silver Beetle. Ja. Hier gehe ich jetzt mit einem Stift noch drum. Das will ich einfach noch mehr herausarbeiten. Arbeite da viel noch mit Schattierungen später. Mit den gleichen Farben, aber in dunkel. Um eben den Beetle oder den Käfer noch mehr plastischer erscheinen zu lassen. You know, you saw the silver beetle I made. It took me quite a bit because I wanted to make it in gilt and wax. I knew that, and I basically wanted to have the silver to get the beetle out, or let the beetle stand out. But somehow it didn't work. Put the silver on the black, on the silver again, the black on. But at the end it worked. So I should have worked with my fingers to go over the beetle. It's much better to control than this blending tool. But yeah, we are all the same. We are trying and working with the flow, and but it works. So here, this one, I wanted to get the beetle a bit better shaded, that it gets out more dimensional, gets more depth, and that's what I do in the same colors but darker, and blend it out. And here is just the word bugged. So you know what it means. I have to explain it. Now, das Wort hier bugged fand ich ganz, ganz witzig dafür. Das heißt jetzt nicht, dass du verwandt bist oder so. Das heißt, wie kann man das so sagen? Boah, du bist fürchterlich genervt. Ja, sowas kann man sagen. Boah, was bin ich genervt. So, und fand ich ganz witzig. So, und hier ist jetzt schon das Close-Up. Guys, here is the Close-Up coming. It's a bit longer, of course. But you can see all the cards from the very close. And that's the way you can first use up some of your bits and bobs you have left over.
And it's I'm reading that, it's sort of a production, you know. You can make cards very quickly, but very individual. You know, I never ever make a card twice. So all my cards are very unique. And that's for me very important to deliver unique cards. And but of course sometimes you need a lot of cards, and in that way I try to work in this way, just using leftovers, having this basic step like the backgrounds through stencil with model in paste and stuff like that. So that's how you can, yeah, how you can optimize your card making when you need a huge amount in one go. So guys, thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I see you soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Bye bye. Ihr habt ja gesehen, ich habe die Karten alle gezeigt, und wie ich schon gesagt habe, das ist für mich so immer so ein Weg, meine Überbleibsel zu verbrauchen, aber auch um ganz schnell eine Menge Karten zu bekommen, weil ich habe immer so ungefähr gleiche Arbeitsschritte, aber jede Karte ist individuell. Ich mache ja nie Karten zweimal. Ich habe immer nur ja, Einzelkarten. Ich mache immer nur Einzelstücke. Bei mir gibt es nichts doppelt. So, das war's. Ich danke euch herzlich fürs Schauen. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, auch über einen Kommentar. Ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder. Lasst es euch bis dahin gut gehen und bleibt kreativ. Bis dann. Ciao, ciao.